Und damit schauen wir zu unserem Kollegen Alfred Hackensberger. Er ist in Syrien, im Nordosten des Landes, um genau zu sein. Alfred natürlich damit als einer der wenigen westlichen Journalisten, die jetzt direkt sehen, wie die Situation vor Ort ist. Wir sehen die Bilder, Menschen, die feiern, aber ihre Zukunft, die ist ja noch immer ungewiss, oder? Also was schwingt da gerade alles mit? Ja, in erster Linie wird erst einmal gefeiert, weil den Leuten fällt tatsächlich ein Riesenstein vom Herzen. Das merkt man alle an, wenn man mit den Leuten spricht. Aber natürlich gibt auch die Ungewissheit, was nachher dann passieren wird, weil das ist ja noch völlig unklar. Und momentan wird ja auch noch weiter gekämpft. Die syrische Nationale Armee, die von der Türkei finanziert wird und ausgebildet wird, die haben im Nordosten Manbij angegriffen, also einen großen Angriff gestartet. Es waren heftige Gefechte und bisher ist noch unklar, ob sie die Stadt schon ganz eingenommen haben oder ob das noch weitergeht. Das Ziel ist natürlich, gegen die kurdische dominierte Streitkräfte der autonomen Region dort vorzugehen und die möglichst heute zu zerstören. Und die andere Entwicklung ist, dass ja Israel großflächige Bombenangriffe geflogen hat auf Ziele in Syrien, im Süden vor allen Dingen, aber auch in der Nähe von Damaskus. Das scheint wohl auch irgendwie eine Unterstützung zu sein für die Rebellen aus dem Süden. Ja. Das ist eine relativ neue Gruppe, dieser syrische Operationsruhm, wie sie sich nennen, die auch die Damaskus als ersten erreicht haben, noch vor den Islamisten von Tahrir al-Sham und die eigentlich noch die gemäßigste Truppe ist, was Israel anbetrifft. Das heißt also, wir haben immer noch verschiedene Schauplätze innerhalb Syriens. Das heißt auch, dass die Rebellen, die jetzt Assad gestürzt haben, ja, ist die Frage. Also haben die Macht in einer Hand oder muss man jetzt damit rechnen, dass Israel von verschiedenen Machtbasen aus regiert wird? Ja, man muss jetzt der Unterschied ist eigentlich schon sehr groß, riesig. Ne? Wir haben die radikal-islamistische Tahrir al-Sham mit dem Führer Jolani, der sich jetzt in der Umayyaden-Moschee groß feiern hat lassen. Wir haben auf der anderen Seite die FSA, die von den Amerikanern unterstützt wird und von Jordanien, die als allererste in Damaskus eingetroffen sind und dann zusammen eben mit diesen Milizen aus Dara im Süden des Landes, die wohl sicherlich keine derart radikale islamistische Agenda haben, wie eben die vom Anführer Jolani. Und da muss man sehen, wie die miteinander zurechtkommen. Wenn es tatsächlich stimmt, was Jolani gesagt hat, dass er einen friedlichen Übergang möchte, dann müssen eigentlich alle Gruppen daran beteiligt werden. Das Problem ist nur, wenn man an andere Länder schaut, man muss nur an den Irak denken und auch an Libyen, dass das immer fehlgeschlagen hat, weil diese Gruppen auch nicht bereit sind, ihre Waffen abzugeben, eben für den Fall der Fälle. Und wenn man dann nicht bekommt, wenn man dann nicht das entsprechende Stück des großen Kuchens bekommt, das man gerne will, dann benutzt man diese Waffen wieder. Und diese Gefahr ist natürlich groß, zumal ja auch so viele ausländische Mächte dort beteiligt sind. Ne? Wir haben die Türkei, wir haben die USA, wir haben Jordanien und so weiter. Da muss man sehen, ob das wirklich friedlich über die Bühne gehen kann. Alfred, aber genau das zeigt ja, dass die Situation noch immer unklar und auch gefährlich sein kann. Und trotzdem sehen wir an den Grenzen, dass viele Menschen jetzt schon zurück in ihre Heimat wollen, ohne genau zu wissen, was sie dort vorfinden werden. Also wie sicher ist es mittlerweile? Auch hier in Deutschland wird ja darüber diskutiert, dass syrische Flüchtlinge dann eigentlich schnellstmöglich wieder zurückkommen sollen. Ja, ich denke, momentan ist es absolut nicht sicher, also dass man einfach in wirklichen Frieden zurückkommen kann. Was die Leute antreibt, ist natürlich, die waren dann oft 5, 6 oder vielleicht sogar 10 Jahre außerhalb des Landes und möchten natürlich wissen, wie es um ihr Haus steht, wie es um die Verwandten steht, um die Familien. Und das treibt die Menschen natürlich an. Ich habe einen sehr guten Bekannten in Idlib, der wollte eben auch nach Damaskus fahren und er hat mir dann geschrieben, er hat es versucht, musste aber dann wieder umkehren, weil es eben die Sicherheitslage einfach zu gefährlich war. Und das sagt natürlich schon einiges. Es kommt immer auf die Zonen an, wo, wie und was passiert und deshalb muss man noch abwarten, also besonders mit der Rückkehr von syrischen Flüchtlingen aus Deutschland.
Also gerade noch viele Fragen, aber vor allem, man muss mal wieder sagen, die Menschen vor Ort, sie feiern, dass Assad nicht mehr der Machthaber in Syrien ist. Alfred, du wirst die Situation vor Ort weiter für Welt beobachten. Vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Danke dir. Danke. Gerne.